Yo, was geht ab, Leute? Mischa hier und es gibt mal wieder ein Full Day of Eating. Die Leute haben gefragt, Mischa, wie gestaltest du zurzeit dein Reverse Dieting oder dein Lean Bulk? Du bist ja jetzt wieder am Aufbauen, Kalorien sind erhöht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Leute, die letzten paar Wochen waren noch relativ unstrukturiert. Ich habe viel auswärts gegessen, ich habe im Allgemeinen viel gegessen, deswegen auch die Gewichtserhöhung, ihr habt es im letzten Video gesehen. Jetzt zur Zeit bin ich langsam wieder dran, so ein bisschen das Essen zu schätzen in Bezug auf Kochen. Das heißt, wir haben jetzt hier einen riesengroßen Stash an Sachen, die wir machen. Das ist wirklich so, dadurch, dass ich immer noch am Fasten bin. Das heißt, wir haben jetzt hier auch schon wieder 16:19 Uhr und noch nichts gegessen. The only thing we had were a few Alpha-Aminos, right? Und noch die Infusion, das heißt, es ist jetzt nicht mehr Fasten, so wie es jetzt die ein oder anderen sagen würden, aber eben rein feste Nahrung gab es noch keine. Dadurch, dass mir jetzt die Datteln ausgegangen sind von Power Fruits, habe ich jetzt hier heute eine Melone gekauft. Die ist jetzt hier nicht 100% reif. Ich muss ganz ehrlich sagen, mit so Melonen habe ich, seit ich so in diesen ganzen Südostasien-Ländern unterwegs war, ein bisschen Mühe bekommen. Also ich esse sie immer noch gerne, aber sie sind halt nie dasselbe, wie wenn man es direkt vor Ort kauft. Dann macht Sar hier gerade die Veggies ready, das heißt 1 Kilo Kartoffeln, das wir uns leider teilen müssen. Und ich mache hier einen riesen fetten Salat. Wir können auch hier mal kurz noch in den Kühlschrank schauen. Wir haben hier ein paar Söschen, die gibt es jetzt neuerdings im Spar, so vegane Soßen, die habe ich noch nicht probiert. Die hier ist der absolute Oberburner, das ist meine absolute Lieblingssoße geworden. Wir haben hier Käffchen, wir haben hier noch andere Soßen. Sie seht, nicht wirklich aufregend hier im Kühlschrank. Ein paar Nussbutter, Sauerkraut, ein paar pflanzliche Milchprodukte, Chili und hier noch was zum Ausprobieren. Das habe ich mir auch mal geholt. Das war so ein Test, Lupinenschnitzel, muss ich ganz ehrlich sagen, Leute, nicht wirklich der Burner. Also Fleischersatzprodukte, die man sich einfach so kaufen kann, die sind meistens, also das, was ich bis jetzt gesehen habe, jedenfalls nicht gut. Aber ich wollte es einfach mal wieder testen. Das heißt, wir haben jetzt hier so wie einen Marathon, den wir machen, einen Fressmarathon. Es fängt jetzt eben an mit dieser Melone als kleiner Snack. Ich mache inzwischen noch einen Smoothie, das seht ihr jetzt dann auch gerade, den habe ich ja auch schon mal gepostet. Sie macht dann den Salat und dann am Schluss kommt noch die Kartoffeln und dann gibt es natürlich noch Nachtisch und später schauen wir mal, was abgeht. Das heißt Full Day of Eating, let's go! Ihr seht, das ist das Problem, die sind nicht richtig reif, beziehungsweise wurden nicht reif geerntet, dadurch muss ich das jetzt fast wegkippen, weil das ist alles übelst hart, das kann man fast nicht mehr abkratzen mit dem Löffel und es ist auch überhaupt nicht mehr süß, hier die ganzen weißen Stellen. Deshalb tropische Früchte am besten in den Tropen genießen. Und wenn wir schon gerade beim Reif sind, so muss eine Banane aussehen für einen Smoothie. Also hier unten ist schon gerade ein bisschen sehr extrem, aber umso weicher, umso dünner die Haut, umso gepunkteter sie ist, umso besser für einen Smoothie, perfekt. Okay, so Leute essen sie so nicht mehr gerne, aber eben wie gesagt für Smoothie auf jeden Fall die anständige Wahl. Und noch ein bisschen Wasser. So. Baby, try it like me, like a real woman. So good. So good. Der letzte Schluck wird natürlich auch zu Ehren immer schön mit Wasser nachgespült und ausgeschwenkt. Man will da keine Lebensmittel verschwenden. Perfectly symmetrical, sliced hin. Hat jetzt circa eine halbe Stunde gebraucht, aber dafür sind sie natürlich symmetrisch jetzt. Und jetzt würzen wir die Dinger. Neues Gewürz, Bratkartoffelgewürz, Salz. Das testen wir jetzt mal aus. Immer schauen hier, ob es irgendwelche Sachen drin hat. Das ist alles Bio, deswegen sollte es eigentlich okay sein. Viele von diesen Dingern haben oft auch Natriumcyclamat drin, von dem bin ich jetzt persönlich nicht so Fan. Ich bin ja sonst nicht so der Hippie, aber Natriumcyclamat sollte man
auf jeden Fall meiden. Smells good. Was auch wichtig ist, ist zu wissen, welche Gewürze man fürs Backen verwenden kann. Das hier, das ist ein Bratkartoffelgewürz, das heißt, ich gehe davon aus, dass es hitzebeständig ist. Was ich auch immer noch drauf tue, ist das Thailand Curry Hot. Das dann immer erst nach dem Backen, weil das sonst verbrennt. Das heißt, wir werden gucken, dass ihr da, wenn ihr mal gesehen habt, dass die Sachen schwarz geworden sind im Ofen, dass ihr das dann fürs nächste Mal wisst. Und dann auch immer mein Tipp, schön in der Schüssel das Ganze gleichmäßig würzen, weil dann geht es dann auch um einiges einfacher, als wenn ihr das jetzt erst auf dem Blech macht. Immer schön durchmixen, das Stuff, dann kommt es gut. Look, Titanic. It's a Titanic. Iceberg. Da haben wir hier die Käseraspe, Leute. Und dann ist Iceberg Action Time. Woo! Schnee im Sommer. You know that there's a song, a Christmas song. My mother always sang it to me. Es schneit, es like a Swiss. I think I know this in English. I'm pretty sure there's an English cover. The Swiss version has to be original, right? Of course. Alright, und das Zeug geht jetzt hier in den Ofen. 150 Grad empfehle ich bei solchen dünnen Wedgies. Und dafür dann aber auch ein bisschen länger, weil, wenn ihr es zu heiß macht, werden sie außen schwarz und sind innen immer noch feucht. Ist zwar nicht so schlimm, wenn sie innen feucht sind, wenn ihr das mögt, aber außen schwarz sollten sie auf keinen Fall werden. Deshalb mein Tipp, Low Temperature, 170 maximal, ich gehe sogar auf 150, weil ich sie eben innen auch knusprig will. Das heißt, ich lasse denen jetzt locker 30, 40 Minuten Zeit, dass sie richtig schön, durch sind. Und dann haben wir dann dieses Meal auch, in der Zwischenzeit wird jetzt noch der Salat gemacht. Und dann haben wir schon sehr, sehr gutes Volumen drin. Dann haben wir jetzt schon einen Smoothie, also der hat mich jetzt schon, I'm already very full from the smoothie. Yeah. I'm craving salty, but I'm already like nourished, you know. Und das nennt man dann Food Marathon, also in diesen 8 Stunden jetzt essen wir eigentlich nonstop durch. There's no break, just eating, right? One meal to another. Always. Always. With me. With you especially. Oh yeah. So, Projekt Salat. Und Leute, ich weiß, nicht gerade vorbildlich, aber ich ziehe mir das Zeug wirklich immer vorgeschnitten, vorgepackt rein. Schüsselfertig, wie man so schön sagt. Hier die Karotten. Hier kommen noch Tomaten rein, eine rote Zwiebel. Und dann verwenden wir natürlich hier wieder die passenden Gewürze. Ich gucke natürlich, dass ich beim Olivenöl immer ein bisschen sparsam bin. Also ich leere jetzt hier nicht mehr als 2 Esslöffel rein. Das sind dann auch schon wieder 20 Gramm Fett circa. Da muss jeder ein bisschen selbst wissen. Wir haben jetzt sehr sparsam gearbeitet bei den Kartoffeln. Da sind circa 20 Gramm Fett drauf für 1 Kilo Kartoffeln. Jetzt mit dem Olivenöl sind wir dann beim ganzen Meal schlussendlich so bei circa 30 Gramm. Also nicht wirklich viel. Plus natürlich jetzt noch der Smoothie. Also ich schaue momentan, dass ich einfach mit dem Fett, so gut es geht, unten bleibe, wenn es um meine eigenen Kreationen geht. Weil wenn ich dann auswärts esse oder mir später noch was gönnen will, ich habe Müsli am Start, ich habe jeglichen Sachen, die ich noch ausprobieren will. Das heißt, da kann ich dann immer ein bisschen höher gehen mit den Fats. Deshalb gucken wir hier, dass das Ganze einigermaßen clean bleibt. Für die Protons noch ein paar Bohnen. Das Ganze noch ein bisschen spannender. Das sind jetzt hier Bio-Kidneybohnen, die haben nur Wasser und Meersalz drin. Trotzdem spüle ich sie immer noch kalt ab. Weil, sind wir mal ehrlich, selbst wenn es nur Wasser und Salz ist, ist es ein bisschen räudig so aus der Dose. Also ich koche auch sehr gerne vor. Ich habe hier 20 Kilo Kidneybohnen, aber wenn es jetzt mal schnell gehen soll, dann ziehe ich mir die auch gerne aus der Dose. Hier, die kommen jetzt auch noch rein. Jetzt haben wir hier schon Tomaten, Zwiebeln drin. Es gibt hier noch einen Knoblauch, the Love Killer. Aber wenn beide Knoblauch essen, so if both eat garlic, it's okay. Der muss immer schon richtig schön rein hier. Ja. Turns me on. Turns me on somehow.
Alright, dann, was auch immer reinkommt bei uns, Dijon-Senf, finde ich richtig geil. Und jetzt würde ich sagen, kippen wir auch direkt die Salate rein. Einmal Eisberg, einmal hier diesen gemischten. Ihr seht, das sind kalorientechnisch vielleicht 200-300 Kalorien. Aber dadurch, dass natürlich so viel Gemüse ist, das wird auf uns auf jeden Fall jetzt sehr gut sättigen. Für die Leute, die es mögen, die können jetzt noch Zitronensaft reinpressen. Ich persönlich bin da sehr klassisch. Ich verlasse mich da auf den Dijon-Senf zusammen mit dem Aceto. Hier gucken, dass ihr wirklich einen nehmt, der ein bisschen was kann, der ein bisschen aromatisch ist. Und dann beliebig würzen. Das heißt, wir haben jetzt schon Knoblauch drin. Ich nehme zusätzlich trotzdem noch Flavekin Garlic und den hier Lemon, weil ich eben puren Lemon Juice schon fast ein bisschen too much finde. Kriege ich dann immer noch von dem drauf. Und dann, weil wir heute zu zweit sind und es ein großer Salat ist, 2 volle Esslöffel hier von diesem Olivenöl. Auch hier kann man natürlich qualitativ sagen, umso besser, also umso höher die Qualität, umso besser dann auch der Salat, die Wertigkeit des Salats. Also ein Olivenöl sollte in meinen Augen für so eine kleine Flasche schon so 6-7 Euro kosten, weil wenn es dann so ein 3 Euro Olivenöl ist, dann könnt ihr davon ausgehen, dass es dann auch wirklich minderwertige Qualität ist. Und vom Senf her, ja, haben wir jetzt auch ganzen kommerziellen Senf, also es ist nichts Großartiges hier. Fuck, it's a big salad, baby. Fuck. So much mass. Making me drinking wine again, baby? It's good for you. Huh? It's the best wine opener. Yeah, it's easy, huh? Ja, ich habe früher immer verkackt mit dem Weinöffner, habe ich mir so eins gekauft, damit ich nicht blamiere. And that was your choice, ne? Wir haben 2 Weine ausgewählt, ich ein Amarone, sie hier, den hier. Ich muss sagen, ich bin ein italienischer Weinfan, also ich finde italienische Weine geil, Südafrika und auch argentinisch. Das ist ein Syrah 2013, ich habe natürlich so viel Ahnung. Und jetzt hier, Baby. For the camera, the cheap wine glasses? Baby, Baby, okay. it's only lunchtime. Those are for dinner. That's true, the other ones are for dinner. Do you think we have to let it breathe a little bit first? In the glass. In the glass? Okay. So, die Weindegustation gibt es nachher draußen. Oh ja, da haben wir jetzt einiges zu erledigen. Und da die Kartoffeln sowieso noch einiges an Zeit benötigen, haben wir auch gut Zeit. Das heißt, der Fressmarathon geht jetzt richtig los hier. Und Calorie-technisch, Leute, müsst ihr es selbst etwa schätzen, weil ich track zurzeit tatsächlich nicht. Ich track jetzt auch diesen Wein hier nicht. Aber für die, die es wissen wollen, Alkohol hat pro Gramm 8 Kalorien. Das heißt, wenn ihr 100 Milliliter Wein habt und der hat 15% Alkohol, könnt ihr es euch ja selbst ausrechnen. Das heißt, dort sind die Kalorien versteckt im Alkohol. I like the taste, I like the smell. I'm pretty sure it's too early to try it. It smells very good. I like it. Yeah? Okay, that's the In most 5 important minutes, thing. in 5 minutes, in 5 minutes gonna be better. Sure. Also das Backpapier, das wir gekauft haben, war richtig scheiße. Ich habe jetzt eine halbe Stunde in den Dingen rumgekratzt, aber sie sind da. Bam. That's all of them? Yeah. Wow. It's crazy, ja? Really strange. Jetzt noch ein bisschen hier Curry drauf. Ihr seht, es ist jetzt nichts verbrannt. Die sind jetzt schön crunchy. Ihr seht, es ist auch hier auch an der Grenze bei den ganz dünnen. Hier noch für Sar. Nein, ich esse auch gerne ein bisschen Ketchup. Also ich muss sagen, ich habe jetzt 3 oder 4 Jahre kein Ketchup gehabt, aber sie hat mich wieder auf die Idee gebracht. But the next time we have to buy the curry ketchup. Boom, und es ist Nachtischzeit. Cocoa Passion Fruit. Nicht mein Favorit, aber auch richtig geil. Für die, die es interessiert, das sind die Nährwerte auf 100 Gramm. Für eine Eiscreme 10 Gramm Fett auf 100, das ist übelst legit. Auch sonst, muss ich sagen, sind die Ice Creams geil. Mein Favorit ist das mit Mandeln, karamellisierten Mandeln drin. Das habe ich jetzt leider nicht mehr. Trotzdem streue ich hier noch zusätzlich ein paar Kakao-Nips. Yum. Kleines Käffchen.
und eine kleine Zwischenmahlzeit. Das sind die ersten richtig harten Fette hier. So ein Riegel, glaube ich, 12 oder 13 Gramm, 12 Gramm. Und das ist für mich Hirnnahrung. Ich schwöre es euch, Leute, ich bin jetzt gerade im Office, mache noch die Mails und ich merke wirklich, wie so ein Riegel mir wieder Konzentration verleiht. Also wirklich Nüsse und Kerne ist bei mir die Nummer 1, wenn es um Sachen Konzentration geht. Kann natürlich auch harter Placebo sein, aber zusammen mit einem Käffchen geht es richtig, richtig gut ab. Ich müsste jetzt eigentlich theoretisch noch einen zweiten essen mit ein bisschen Proteins drin, weil ich bin auch heute ein bisschen tief. Normalerweise gibt es ja als Post-Workout-Meal eine Bowl mit Linsen oder Bohnen drin. Ich hatte jetzt heute nur den Salat mit wenig Bohnen, habe den noch mit der Freundin geteilt, da war nur eine Dose drin und die Kartoffeln hatten keine Proteins praktisch. Das heißt, ich muss dann später auf jeden Fall noch gucken, dass ich noch einen Shake dazu trinke. Ich könnte das auch jetzt machen, aber ich habe gerade so keinen Bock jetzt auf einen Shake, weil ich bin schon wieder so ein bisschen in diesem Modus, wo ich nicht mehr alles in mich reinstopfen muss direkt. Also ich bin nicht mehr so wie noch vor ein paar Wochen, wo ich jetzt noch 2 Shakes gesoffen hätte. Deswegen jetzt gerade voll immer noch vom Essen vorher, es war doch einiges und deswegen gibt es diesen Snack und ich denke so in einer Stunde mache ich dann weiter mit dem Feast. Kleiner Zwischensnack hier, und zwar gibt es hier dieses knusprige Kastanienbrot zusammen mit dieser veganen Nutella hier. Ist richtig geil und auf jeden Fall auch meine letzten Serious Fats Today. Hat jetzt mit dem Kokosfett, mit dem Riegel etc. schon genug. Jetzt gibt es hier in ca. 20 Minuten noch ein Spezialrezept von mir, das zeige ich euch noch. Dinkelflocken zusammen mit Langkornreis. Dazu noch diese gehackten Mangos hier aus Thailand. An dieser Stelle übrigens auch eine Anmerkung an Marco von Power Fruits. Ich brauche sie wieder, Bro. Schau mal, die sind fast leer. Und dann als kleine Verzierung noch hier die Apples. Dazu versuche ich heute noch hinzuzufügen Nüsse. Also dagegen ist Nutella wirklich ein Scheiß. Also wenn sogar der selbst sagt, dass das Ding gut ist, dann kann ich es auf jeden Fall jetzt nochmal bestätigen. Es ist richtig geil. Und soweit ich weiß, gibt es auch das Ding bei Power Fruits. Also wirklich eine super Seite, Leute. Ich habe immer noch einen 10% Code für euch. powerfruits.com.ch, je nachdem, ob ihr aus Deutschland oder der Schweiz bestellt. Haben auch die Pro-Food-Produkte. Das kommt hier übrigens auch noch rein. Plantain und Sojamilch. Wird das Ganze richtig schön cremig. Leute, dieser Moment, wenn ihr in der Off-Season seid, diese Packung hier direkt wegräumen wolltet, mit diesen Knusperdingern hier, und dann seht ihr, dass es noch genau 2 in der Packung hat. Nur noch 2. If there's only 2 left, baby, and you already ate 4, you still have to eat them, right? It's like only 2. So, die letzten hatten wir jetzt mit dieser Nutella gemacht. Hier, ich gehe jetzt einfach voll Freestyle rein. Ich habe hier noch ein bisschen Schweizer Blütenhonig. Ja, Leute, ist nicht vegan, ich weiß, aber bei Honig, vor allem bei Schweizer Blütenhonig, baby, smell the Swiss, you know? Das ist nicht irgendwie so ein... So real. Das ist real, ja. Ich schwöre, es schmeckt es riecht wie like flowers. Aha. So, was ich jetzt probiere ist, ich nehme jetzt ein bisschen Honig hier, put a little bit of this honey here on this thing. It's low fat, it's okay, right? Yeah. It's low fat. Auch die Kastaniendinger, die haben kein Fett praktisch. Das heißt, das ist alles safe hier. It's all safe, it's all good. And what we're doing now is we're adding a little bit of fat. Ich habe hier immer noch die Dinger hier, die habe ich mal bekommen und nie gegessen. Organic Cocoa Chips. They smell good. And what we're doing now is, we go full potato here. Look how this looks there. This looks awesome, right? Yeah. You wanna try? Yeah. But me first, right? Uh-huh. Wait. Oh my god. Wait. Wow. This is so good. Freestyle dessert. Gute Kombination, ne? Is it for me? Huh? Yeah, I make a second one. Also ihr seht, Leute, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Sowas, Knäckebrot. Ich hätte nicht gedacht, dass es so süß ist. Kastanien sind ja süß.
Es steht sogar auf Polnisch hier drauf. Also Alnatura kommt in der Schweiz auch. Also allgemein immer mehr Stuff verfügbar. Und das ist jetzt perfekt so zwischen dem Kochen, weil dieser Reis hier, der geht doppelt so lange wie Basmati-Reis. Also wir warten jetzt sicher noch 25 Minuten, bis es durch ist. Jeden Abend eigentlich ein Oatmeal momentan, weil ich finde, so ein Oatmeal, das füllt um einiges mehr als ein Müsli. Letztes Jahr habe ich mir mein Müsli gemacht am Abend und da sind 100 Gramm Müsli so schnell weg, haben direkt auch wieder 15 Gramm Fett meistens, wenn es ein Schokomüsli ist. Und da mache ich mir lieber ein Oatmeal am Abend, nochmal Low Fat mit Früchten drin und damit haben wir dann heute auch sicher genug. Protein Shake wird danach noch runtergeäxt, weil es sein muss. Und ich habe es auch wirklich in den letzten Wochen so gemacht, das mache ich jetzt hier auch gar kein Geheimnis drum. Ich habe in den letzten Wochen oft das Protein nicht gehittet, bin so auf 120 Gramm gekommen, 130 und habe dafür einfach mehr Fett und Carbs gegessen. Und also ich habe jetzt keinen Unterschied gespürt. Ich stack auch immer jede Mahlzeit mit 5 bis 10 Gramm BCA, einfach um auf Nummer sicher zu gehen, weil ich ja nur 3-mal esse und deswegen auch diese 3 Proteinsynthesen auf jeden Fall optimal hitten will. Das ist ein purer Tuning-Faktor, das müsst ihr nicht machen, das könnt ihr auch gerne, also wie gesagt, wenn ihr es machen wollt, macht's, weil es ist sicher nicht schlecht, weil viele Leute saufen ja zum Essen eine Diet Coke oder einen Eistee und ich ziehe mir halt einfach die Alphaminos mit Eistee-Geschmack rein zu jeder Mahlzeit und habe dann wirklich auch diese 4 Gramm Leucin, die es braucht, um einen 100-Kilo-Typen wie mich, bam, maximal zu anabolisieren. Ihr seht, ich habe jetzt einen Reis hier mit Wasser aufgekocht, habe jetzt hier die Früchte separiert, das sind jetzt die Mangos und noch Maracuja-Würfel. Jetzt noch der Dinkel, der braucht ja um einiges weniger lang als hier der Reis. Also den schütte ich jetzt zuerst rein und die Sachen dann wirklich erst ganz zum Schluss, auch das Plantein. Ich will einfach nicht, dass es zu stark erhitzt werden muss oder zu lange kocht. Ich weiß nicht, inwiefern das schädlich ist, aber ich bin immer so der Meinung, man sollte die peniblen Sachen im ersten Schluss heiß machen. Das kommt auch erst ganz am Schluss rein. Das füge ich jetzt noch hinzu und das ist dann nur noch die Verzierung. 2, 3 Apfelstückchen mit ein bisschen Zimt, das werdet ihr dann gerade sehen. Und das ist wirklich auch ein Geheimtipp, das hat mir meine Mutter mitgebracht. Es gibt in der Migros so eine kleine Bonbon Vanillemühle. Richtig nice. Und das gibt nochmal den Final Taste. So, jetzt mischen wir das Ganze durch. Ihr seht, der Reis ist schon einigermaßen am Start. Hier noch ein bisschen mehr. Jetzt drehen wir hier noch mal ein bisschen auf. Bam. It's always important to add the fruit at the end, so it's not getting too. You know what I mean? First, the thick stuff. Hier wiegen wir noch das Protein ab. Auch mit dem Protein zu gucken, also ich mixe jetzt hier extra nur 45 Gramm rein, weil wenn ich jetzt hier so 80 Gramm reinmischen würde, um meinen Proteinbedarf direkt zu decken, wäre es einfach dann zu dick. Das heißt 45 Gramm ist jetzt für diese 150 Gramm Oatmeal perfekt. Und dann gibt es im Nachhinein dann noch einen Shake, damit ich so auf 150 Gramm, 160 Gramm Protein lande heute, also ein bisschen weniger als eigentlich geplant. So, it starts to smell good, huh? Oh yeah. Oh yeah. Es ist auch noch schön flüssig, das passt. Jetzt können wir zuerst, denke ich mal, hier die Früchte. I forgot the nuts. So baby, how fat do you want to get tonight? As fat as I'm allowed. I mean, 100 grams had like 60 grams of fat. That means if we add like 50 grams of this stuff, it's already a lot. I think we should go easy. Okay. Just as a tuning, you know? Uh-huh. So let's go with 30 grams. Let's see how it looks. Maybe it's a lot. So das sind jetzt schon 25 Gramm, man, shit. That's already dirty. Okay, let's do 40. We're eating, also wir essen jetzt hier in einem 2:1 Verhältnis. Das heißt, ich krieg das Doppelte, was sie kriegt. Das heißt, ich esse jetzt hier eine doppelte Portion. Das sind jetzt schon mal so 15 Gramm Fett, die ich mir hier reinfließt, aber aus Nüssen. Und jetzt geben wir das hier noch hinzu. Bam. Jetzt schalten wir auch die Temperatur direkt runter. Bam. Fügen hier nochmal so ein bisschen Flüssigkeit hinzu.
Bam. Und natürlich hier die Früchte. Und jetzt muss das Ganze Pro-Style. It's gonna be the hard part now. So thick. Yeah, it's a too small pan. Oh. Ja, die Pfanne, Leute, ist zu klein. Wenn ihr die Story zu dieser Pfanne wollt, wieso ich die immer noch habe, die Pfanne ist über 15-jährig. Wenn ihr wissen wollt, wieso ich diese Pfanne immer noch so ehre und immer noch habe, dann gebt diesem Video hier einen Daumen hoch und dann erzähle ich euch die Story über diese Pfanne. Das ist nämlich eine sehr interessante Story, wie ich diese Pfanne erhalten habe. Right, baby? The story about this pan. Oh, yeah. I told you. I told them if they like the video. Bei 1500 Likes gibt's die Pfannen-Story. It's a good story. It's a good story, huh? Oh, baby, it's too much. Fuck. It's too much. Next time we have to buy a bigger pan. See, You have another one? Yeah, but this is too big, the other one, no? Maybe, huh? Nothing bad can happen if it's too big. Yeah, that's true. That's true, fuck. Here, everything can happen. Ich bin hier immer noch am Flüssigkeiten zugießen. Spart also nicht mit der Milch, weil sonst wird es nicht sämig genug. Alright, baby, this is yours, but it's not finished yet. But look at the texture. I think the texture is not bad. Sieht jetzt nicht gerade übelst nice aus. Also, this dessert is not gonna win a beauty contest. Because at the end of the day, it's like rice and spelt. But what's important is the taste. So, bam. 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 Da-da! And these are? These are dried apples. Sind auch, ich muss es nochmal sagen, sind auch von Marco. Also Power Fruits, wirklich richtig geil. Die haben jetzt mittlerweile eigentlich fast jede Frucht, die man haben muss. So good. They're really good alone too. Ich habe sie vergessen. I forgot to close them. Now they're not that crunchy anymore. Die sind richtig crunchy. 10% für jeden, der es interessiert. Ihr könnt ja mal die Macros schätzen, die wir jetzt heute so gegessen haben. Ich denke, carb-technisch ist auf jeden Fall noch was, könnte auf jeden Fall noch was gehen. Fett auch, aber dadurch, dass ich heute relativ spät angefangen habe, esse ich jetzt heute ein bisschen weniger. Dazu kommt auch bald noch ein Video, wie ich das momentan mache. Ich esse durch die ganze Woche manchmal auch nur 3,5, 3,6. Dafür dann am Wochenende seht ihr mich da ab und zu so an einem Buffet, einem All-Inclusive-Buffet, richtig eskalieren. Morgen fahren wir nach Locarno und dort will ich natürlich dann auch wieder recht gut reinhauen. Das heißt, es war jetzt der Full Day of Eating. Mehr als ein Protein Shake wird es heute nicht mehr geben. Ich habe jetzt gerade noch mit Sar besprochen, dass ich gerne einen Proteinriegel hätte, statt jeden Tag Shakes zu trinken, weil Riegel sind einfach geil. Und auch hier kann ich sagen, kommt bald was von ProFuel. Wir haben 3 Riegel, soweit ich weiß, auf Lager, die bald kommen, mit den Nährwerten des Todes, also unter 10 Gramm Fett, ich glaube 7 oder 8 Gramm Fett pro Riegel, vielleicht sogar nur 6, 20 Gramm Protein. Und das Ganze in 3 verschiedenen Geschmacksrichtungen, also seid gespannt. Vegane Proteinriegel und ich würde sagen, guten Appetit. Netflix and chill, oder soll ich sagen, oatmeal and chill. Alright baby, before we stop this, how you like it? Very good. Better than yesterday? It's hard to please her right now. Also ich habe hier schon hohe Standards gesetzt. It's at least as good as yesterday. At least, ja. Okay. Okay. Yep. Also richtig gute Mischung, Leute. Low Fat, wenn man jetzt die Haselnüsse weglässt. Und gut fruchtig. Ich mag normalerweise mehr so die Schokoladenvariante mit Banane. Aber wenn ihr es mal so ausprobieren wollt, checkt's ab. Wir ziehen uns jetzt hier die letzte Folge Narcos rein auf Netflix. Ich habe seit 3 Jahren diesen Fernseher, oder seit 2 Jahren, seit ich hier bin, noch nicht einmal benutzt. Und sie ist jetzt der Grund, wieso ich jetzt hier rausgefunden habe, dass ich sogar Netflix auf dem Ding habe. Und ich kann euch was sagen. Checkt Narcos ab, Leute. Richtig, richtig geil und perfekt für mein Spanisch, weil bald geht's schon los.
That's it, Leute. Bis zum nächsten Mal. Peace out.